Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes The Awakened Remake, beziehungsweise die Spur der Erwachten hieß es damals an der Tatsache, dass es ein Remake ist. Nicht im letzten Part war ich mir noch nicht sicher, ob es ein Let's Play wird, jetzt bin ich es mir, deswegen geht's weiter. Hello. Sorry, dass die Parts jetzt erstmal nur alle 4 Tage kommen. Aufgrund der Länge, denke ich, ist es aber okay. Ich werde die deswegen auch immer so 40 bis 60 Minuten lang machen, damit die Wartezeit auch wirklich gerechtfertigt ist. Oder wenn jemand nicht so Bock auf so lange Parts hat, dann quasi 4 Tage Zeit hat, sich das in 4 10-Minuten-Parts einzuteilen oder wie auch immer. Also so, dass jeder irgendwie damit jeder damit irgendwie klarkommen kann, würde ich behaupten. Ich habe mich nicht mega viel umgeschaut, aber mir ist nach dem letzten Part quasi unmittelbar danach aufgefallen, dass ich ein Feature ignoriert habe, was es gibt. Das habe ich in den Optionen dann gefunden, weil ich nochmal in die Optionen hier gegangen bin. Und zwar, ich bin ja die ganze Zeit mit diesem Detective-Mode rumgegangen und habe mich gewundert, dass ich nichts finde, aber es gibt auch noch diesen Analyze-Mode, wo mir dann einmal so alle Interaktionspunkte angezeigt werden um mich herum. Und da ist mir aufgefallen, dass es hier noch einen gibt, den wir noch nicht untersucht haben. Und ich behaupte mal, das wird der Punkt sein, an dem wir dann weiterkommen. Weil das das Einzige ist, was hier noch fehlt. Sogar 3 Punkte. Was haben wir hier? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Mehr Bücher. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. When the job is done. Flowers are replaced when the job is done. Ah, okay, doch, ich verstehe es, aber worum genau geht's? Und hier haben wir noch The Power of Love. Aber auch irgendein Buch, was uns interessieren könnte. Macbeth. Nein, danke. Ich bin kein großer Shakespeare-Fan. Ich habe viel mit Literatur am Hals, aber nicht mit Shakespeare. Oh. The finest view London has to offer. Okay, dann würde ich jetzt nochmal probieren, jetzt wo wir sie offiziell gesehen haben. Dead Flowers on Display. Naja, oder eben das mit der Pflanze. Ich würde eigentlich gern mal versuchen, Mademoiselle Flower, wie im letzten Part schon, darauf anzusprechen, aber geht es oder geht es nicht? Okay, obviously not. Dann so. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Oh, aber wir können die Blumen untersuchen. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. Den Kaktus da sehe ich, aber den machen wir gleich jetzt. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Aber das ist, glaube ich, was wichtig Familiar ist. spine. That's what I found in my dustbin. Denke ich nämlich auch. Pot is Oh, damaged. The blow was severe, but softened by something. alright. Was auch immer das zu sagen hat. Aber es heißt Fortschritt. Fancy, Mr. Holmes? Observe. Deine Lippen. Okay, du hast Make-up for Beauty or Concealment. Oh. I see, daran hätte ich gar nicht gedacht. A distant look. Avoids eye contact. Or distracted. Morning brooch. Honoring deceased husband. Oh, habe ich damit was zu tun vielleicht? Habe ich den Husband töten lassen? Schuhe gewechselt. Und irgendwas fehlt noch. Bitte jetzt nicht den Blick dort runter. Luxury fabric. Unusual for work attire. Ja, verstehe ich. Ready to move on. Still grieving. Mrs. Fleming wears a mourning brooch in memory of her late husband. Her dress is made from an expensive fabric that is not suitable for work. Her shoes show no traces of mud. She must have changed them when she arrived. Her eyes constantly dart around. She cherishes the memory of her departed husband. She's trying to move on. Suggested by her makeup and nice outfit. Perhaps she is dressing to attract someone else's... weiß ich nicht. Emotional detachment taken as a whole, one must conclude that Miss Fleming is still reeling from a tragic loss.
She still wears a mourning brooch in memory of her late husband. Boah. Das hier, also für mich, ich mach das mal, auch wenn ich irgendwie damit nicht zufrieden bin. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Aber boah. Cactus in a cracked pot. Roses for sale. Specialized in rose varieties. Das bringt mir nichts. Dead flowers on display. Weiß ich nicht. Character portrait. No, Are you Mr. familiar Barnes. with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, Sweet. we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Sorry. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Kann ich dich jetzt mal nach Are you dem... sure you're asking Okay, the right ja, person? eigentlich I'm ja, just a aber dann flower halt nicht. seller. Cactus in a One of cracked these things pot. is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Interesting. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Have a look at my flowers. Nee, ich wollte mit dir reden. What's your Unless you name? touch their- Lily. I know, not very original. Das muss ich mal Lilly erzählen. Sorry, das hat für euch keine Relevanz, was ich gerade gesagt habe. Aber Mr. Barnes. Nein, Mr. Poppy. Barnes has a dog now. Who's a good boy? Also anders als Holmes, als Watson das sagt, finde ich, answer is not in plain sight, actually. Wir können mal gucken. Nee, falsche Taste. Ist hiervon jetzt noch irgendwas neu? Also Mrs. Fleming on Barnes. Mrs. Fleming and Mr. Barnes never speak to each other, however they do see each other every day, exchanging glances as they walk their dogs or catching the other's eyes through the bookshop window. What are you trying to tell me? Kann ich mit dir nochmal sprechen? Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Nein, Have a damit look kann at ich... my Naja, flowers. sie, They will not bite unless you touch them. okay, aber ich kann auch nicht irgendwie jetzt mit diesem Hint im Inventar nochmal versuchen, mit Barnes zu sprechen. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Okay, ich finde...
die Lösung jetzt gerade gar nicht mal so Didn't you once tell me intuitiv. that answers usually lie in plain sight? Was dieser Modus hier dann genau zu bedeuten hat, habe ich aber noch nicht rausgefunden. Ja, ich sehe Watson leuchtend, aber das ist auch alles. Okay, ich habe mich hier hinten noch gar nicht umgeschaut. Ich kann einfach mal hergehen und gucken, ob hier irgendwas Relevantes noch zu finden ist. Oder ob es vielleicht sogar Collectibles gibt in dem Remake, auch wenn ich das nicht denke. The Dreams of Children. Alright, okay. Ich glaube ehrlich gesagt... Hey, oh, welcome to the hunt. Ich wollte gerade sagen, dass es noch nicht relevant ist, aber was ist denn das hier? Hey ho, street pigeons and roof ravens, another treasure hunt is upon you. With a clue in hand, it's up to you to find all the dolls. Vielleicht gibt es Collectibles. Okay, das ist eine Kiste am Fluss an einer Mauer. Investigation scene found. Ja, indeed. Kann ich in die irgendwie... Nee. Kann mich nicht rein teleportieren. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Nani? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Was haben wir hier? Children's clothes, judging by the size. Mhm. Ist das jetzt eine Nebenquest oder was hat's damit auf sich? A model of a homely room and fireplace. Das könnte halt tatsächlich auch sein, weil ich habe auf jeden Fall so ein DLC mit extra Nebenquests. Ja, krass. Habe ich aber nicht. Kann ich mir die jetzt alle einmal anschauen? Ja, da muss auch irgendwas rein wieder. Wahrscheinlich die Schlüssel von den Puppen, die ich suchen muss. Anne, Charles und Tom oder so. Alright. Dann machen wir doch das erstmal, wenn man mit der Hauptquest nicht weiterkommt. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. A small minecart. Endearing, if disturbing. Ja, ein bisschen schon, ja. Okay, guck mal, dann ich habe bald meine 50 Punkte, dann schalte ich das erste Collectible, glaube ich, in den Menüs frei. Hier war doch hier unter Bonus, da 50. Dann schalte ich irgendwas ganz Tolles frei, bestimmt. Ganz bestimmt, okay. Gut, wer bist denn du? Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Oh. Egal. Wollte gerade was sagen, aber ist erstmal nicht so relevant. Können wir später nochmal drüber reden. Hier ist zu... Aber dabei denke ich mir, genau das könnte gerade relevant sein. Aber vielleicht von der anderen Seite aus. Also, pass auf, wir haben hier den Zettel mit der Schatzjagd quasi gefunden. Und das sah für mich aus, als wäre das einmal hier die Straße hinunter. Und dann hinter dem Anwesen von, wie ist es, Senwick? Direkt rechts dann an der Mauer dran. Ein paar Kisten, also quasi da hinten rechts um die Ecke. Das wäre jetzt mein Guess. Würde mit dem Wasser, was wir gerade gesehen haben, auch irgendwie ganz gut zusammenpassen. Da stehen auch Kisten. Ist jetzt also nicht so abwegig. Wäre dann hier. Jawohl. Moin. Give me that. Also es ist N auf jeden Fall für A. Es hat... Oh, was? Alles klar. Used to do lots of those in my childhood for myself and Is it a call for help? A bad joke? or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Das tue ich in der Tat. Das sah jetzt gerade so aus, als wäre das auf dem Hof. Weil hier ist doch diese Statue, oder? Didn't Aber you das... once tell me that answers usually lie in plain sight? Schnauze, ich habe nicht mit dir gesprochen. Aber das würde bedeuten, dass ich da jetzt gerade noch nicht hinkomme. Aber ich glaube, diese Statue, die wir da gesehen haben, ist, glaube ich, genau hier hinter, oder? Aber wenn die hier auch ist. Ich dachte... Ach nee, das ist ein Brunnen. Das ist nicht die Statue, es ist ein Brunnen. Aber der Hof sieht tatsächlich aus, als würde er genauso noch aussehen wie im Original. Das finde ich sehr cool, weil das ist... Oh.
Das ist genau das, was ich meinte mit dem... Ich würde mich natürlich sehr über diverse Improvements freuen. Andererseits habe ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu weit... Oh, das könnte die Statue von Sir Conan Arthur Doyle sein. Oh, die Tür ist jetzt nicht ernsthaft zu. Arthur. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also es sieht gerade von den einzelnen Hotspots, von den Points of Interest, sieht es doch wirklich sehr, sehr, sehr faithful aus. Es ist halt ein bisschen größer, ne? Man kann hier noch viel mehr rumlaufen, sich viel mehr umschauen. Die Rätsel sind offenbar auch erweitert. Ich glaube, im Original bin ich im Let's Play, im ersten Part schon quasi in den nächsten Abschnitt gekommen, was jetzt gerade nicht unbedingt der Fall zu sein scheint. Ne? Wir sind ja schon im zweiten Part und ich suche immer noch nach einem Gespräch mit Barnes. Aber es sieht irgendwie aktuell trotzdem noch recht faithful zum Original aus. Und das ist, was ich mir wirklich gehofft habe. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir werden es sehen. So, das ist eine Statue. Und da ist auch ein Wagen. Also das könnte tatsächlich stimmen. Hier. Da. Hello there, Charles. What's this? What's this? Ja, guckst du daran? Ne, hey. A miner with a sooty face. At least. Okay, und das ist auf dem Markt. Alles klar, den Markt haben wir gerade auch schon gesehen. Und ich habe einen New Reward unlocked. Das gucken wir uns aber gleich erst an. Ich will erstmal kurz die dritte Puppe auf dem Markt holen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt eine optionale Nebenquest ist, ob es eine DLC-Nebenquest ist, ob es zum Spiel gehört und mich gleich weiterführt in der Story oder so. Ob ich jetzt gerade total viel Zeit verschwende oder was auch immer. Auf jeden Fall will ich es mir angucken. Und dann ist der Markt. Und hier irgendwo soll noch diese Puppe sein. Hier drinnen? Das sieht doch sehr danach aus. Moin. Und wieder so ein Zettel. It's up to you to find all the dolls. Aber wir haben ja alle Dolls. Nicht wahr? Also bedeutet der Zettel, den wir da gesehen haben, doch jetzt wahrscheinlich auch einfach nur... cool. Dass wir wieder zurück sollen, oder nicht? Schauen wir mal. Ja, wir haben uns mal ein bisschen distracten lassen. Was mich hier jetzt gerade ein bisschen gameplay-technisch gestört hat, ist, dass dieses Tor nicht aufgeht. Und auch, dass das andere, da wo der Typ steht und verschlossen war, das ist irgendwie ein bisschen weird, weil das, wenn man sich da einmal verläuft, bedeutet das, man muss den ganzen Weg zurücklaufen. Das fand ich jetzt ein bisschen aber es sind ja nur Kleinigkeiten, die stören. So, beginnen wir. Da hinein kommst du. Und bescherst mir einen Schlüssel. Charles. Oh. Charles. Thank you. Charles' Key. Dann in der Mitte. Einmal dort hinein. Und Anne's Key. Und dann haben wir noch hier oben rein. Und Tom's Key. Cool. Damit haben wir alle Schlüssel, die wir dann jetzt vermutlich nur noch in diesen Schrank einfügen müssen. Und damit müssten wir diese Quest erledigt haben, oder nicht? Wow. Oder auch nicht, weil hier ist noch eine Puppe. M. Last doll seems recently made. Was haben wir hier? Charles, Mary, Anne und Tom. Tom, Charles, Anne, and Mary. Anne Cordrin, age 12, cause of death, blood loss due to leg injury. Tom Jill, age 5, cause of death, smog poisoning. Charles Potter, age 14, cause of death, severe burns.
debilitating injuries. Jesus. Und da unten haben wir aber noch ein Loch. Ein Brief. You finally made it. You found the last piece of the puzzle, but it's not only the last piece in this hunt, it's the last piece ever, my street pigeons. I know to a lot of you, my riddles were the only glint of light in your day, but shining that sole beam meant being surrounded by complete darkness. With Charlie's death, the third of our foursome, my lips have lost the ability to smile. Life has forced us to work where we don't belong, squeezing what little light we had out of us. Each day ended with me praying that the next, when I'd have to climb down the chimney again, breathe those awful fumes, listen to all the screams, would never come. And I don't even know how to pray. My friends thought I was the strongest, but with every loss, I felt smaller and weaker, and now I feel nothing at all. So goodbye, I hope that one day you can fly away to warmer places, happier times, and never again be forced to give up your lives for scraps. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. Case complete. Und dafür habe ich Watson's Stylish Suit freigeschaltet. Und auch für mich habe ich... Ach, guck mal hier. Das sieht doch aus nach dem Chapter 1 Outfit. Oder? Wie gesagt, ich habe Chapter 1 noch nicht gespielt, aber es sieht mir sehr danach aus. Und du hast den wahrscheinlich dann auch aus dem Teil. Sehr cool. Aber du willst den Hut erstmal weitertragen. Und hier... Ach so, ja, schaut mal an. Das haben wir hier. Den Cordona Suit in den beiden Varianten haben wir freigeschaltet für die 50. 1500. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was das sein wird. Okay. Eine coole Nebensache, fand ich schön, habe ich jetzt auch gar nicht als Zeitverschwendung geachtet, also wirklich nicht. Das Problem ist, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Vielleicht du? Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Die sagen alle dasselbe zu Excuse mir. me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ha. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wohin mich das Spiel leitet. Ich verstehe die Hinweise nicht. Excuse me, just one question. No, sir, I've never heard of it. Also ich kann die alle auf dieses Thema ansprechen, was ich oben angepinnt habe. Das Problem ist, ich glaube, die werden mir alle gar nichts sagen. Are you able to help me? I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Es hilft mir nicht, es hilft mir nicht, es hilft mir nicht. Es hilft mir leider gar nicht. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Ich frage den noch, weil der auffällig aussieht, aber Do ich you know glaube... anything about this? I can't help you with that, sir. Moment mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir einfach das Ding hier jetzt zu Ende führen. Weil wir haben doch jetzt hier noch... Moment, wir nehmen das mal wieder raus. Auch bei den blauen. Okay, wir haben... Roses for Sale, Mrs. Fleming und Mrs. Fleming und Barnes. Okay, das offenbar noch nicht. Cactus and Cracked Pot und Dead Flowers on Display. Das ist es. Mr. Barnes is in love with... Wow. Okay. Das Feature finde ich noch ein bisschen weird. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ja, bitte, aber es ist... Also das hat mich jetzt... Das Feature verwirrt mich noch ein Mr. bisschen. Barnes,
I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Trouver, read between the lines, have Barnes with his love life. Okay. Saltpeter explosion rocks docks. Locals at the Port of London had a rude awakening last night with loud bangs and thick red smoke disturbing the peace. Merchant ship Moskva had docked at Pier N3 in the early evening en route to Europe, when it was docked by several concussive explosions. The port authority is yet to comment on the incident, and it is unknown if any crew members were on board at the time. Eyewitnesses report seeing saltpeter leaking into the river, but with the area still off limits to workers and the public, it may be some time before we have a full account of what transpired. Dr. Watson, let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. It doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ist es, also ihr müsst mir mal helfen, kommt mir das nur so vor, oder ist der Synchronsprecher von Watson hier in diesem Spiel ein Amerikaner, der versucht, britisch zu sprechen?
bin mir nicht sicher, aber ich hab das Gefühl, dass wer immer da dem Watson spricht, keinen... Not much further now. Ich kann aber falsch liegen. Die wirken beide für mich so, als würden sie, ähnlich wie ich, das manchmal aus Spaß versuchen, obwohl sie es natürlich nicht sprechen. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Other missing people. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Und warum machst du nix? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Okay, wie sieht er aus? Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Wo lebt? Naja, seit wann ist er weg? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Wo wohnt er? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Ist er schon mal weggelaufen? Oder erstmal, warum sollte er? Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Ist das schon mal passiert? I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Hat er irgendwas mitgehen lassen? Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ich möchte einmal erwähnen, auch mit dem Police Officer und diesen beiden Figuren und Holmes natürlich, dass ich ein unglaublicher Fan von Mänteln bin oder mantelähnlichen Kleidungsstücken und ich es toll finde, dass in so viktorianischen Zeiten in den Depictions davon immer so viele davon anhaben. Das gefällt mir. Das wollte ich nur mal kurz droppen. Okay, kopflose Statue. Wollen wir uns die erstmal anschauen. Let's go. Oh, sorry, Leiter. That was not my intention. Fußabdrücke. Oh, kann ich die wieder measuren? Geht das? Was bedeutet das? Was bedeutet, ich kann das nicht investigaten? Was bedeutet das? I don't know. Chewing tobacco. Kopf fehlt. Okay, kann ich irgendwie... Nein, ich kann hier fast nichts investigaten, aber dich. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes.
to read the ground like an open book. Sehr gern. Okay, gut, schauen wir uns das erstmal alles ein bisschen an. Ich würde den Shack wollten wir uns anschauen. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay, ja, ist halt ein Schloss. Darüber wird der Monsieur was wissen, oder? Das ist eine Zeichnung, wahrscheinlich von ihm getätigt. Hier, oh. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Wahrscheinlich damit er rauskommt, ha? Oder so. Warum ist denn das blau? Kann ich mir hier hinten noch was anschauen? Nein. Aber offenbar gibt es noch 3 Sachen in der Richtung, die ich mir anschauen kann. Da hinten ist auch tatsächlich noch mehr. Hier, oder, Moment. Ah ja, so sehe ich, was hier potenziell passiert sein könnte. Okay, alles klar. Aber das braucht wahrscheinlich mindestens 3 Schritte. Aber gucken, Moment, hab da noch was. Could have left these tracks. They seem fresh. Moment, ist das jetzt schon analysiert oder muss ich das noch irgendwie weiter laufen lassen? Naja, sieht für mich jetzt analysiert aus. Okay, aber wir gucken uns erstmal weiter um. Hier waren wir ja noch... Was ist denn das hier? Schlüssel. Guck mal, hier ist doch der Schlüssel. Gut, was haben wir hier? Nee, das ist ein Stofffetzen, oder? Und Holz. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Okay. Mehr und mehr Hinweise. Hier ist noch ein Abdruck, ein Gesicht. Das ist ein Gesicht? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Okay. Sense. Okay, was noch? Das ist ja jetzt ein recht kleiner Bereich, den ich mir hier anschauen kann. Oder kann ich mich hier noch ein bisschen rumdrehen? Der Teil gehört aber nicht mehr dazu. Moment, ja, das habe ich mir schon angeschaut. Okay, was noch? Was noch? Ich kann mich in diesem Rahmen hier bewegen, aber die Kamera, also ich kann nicht weiter nach oben. Da alles, was hier gerade passiert, passiert mehr oder weniger automatisch mit der Kamera. Okay, keine Ahnung, was mir hier jetzt gerade noch auffallen soll. Okay, ich gehe erstmal kurz raus. Das muss ich mir da nochmal anschauen. Gucken wir erstmal weiter. Hier drin zum Beispiel haben wir einen Knochen. Button jobs. The remains of a meal. Da ist irgendeine Kugel. Ah ja, oh, an die erinnere ich mich sogar. Die gab es im Original auch. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. Okay. Das, was da oben links gerade steht mit More Closely, könnte mir Holmes, Watson, könnte mir vielleicht hier helfen. Vielleicht ist das damit gemeint. Vielleicht soll ich mir das Gesicht noch closer anschauen. Und es gibt hier noch irgendwas anderes drin, was... Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Oh, hier ist irgendwas in einem Kasten, oder? Nee. Nee, keine Ahnung. Also hier bin ich gerade echt ein bisschen
überfragt, was ich mir hier anschauen soll. Die limitierte Kamera ist auch irgendwie sehr, sehr schwierig zu bedienen hier gerade. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier sein soll. Ja, ich sehe das mit dem 1 und 2, aber ich erkenne da nichts. Da ist für mich nichts. Okay, Fenster. Is this a tanifa, a Maori water spirit, or something else? Das Mikrofon hat sich bewegt. Ich muss das mal ganz kurz mal. So, jetzt muss das wieder normal klingen. Okay, was haben wir hier noch? Clothes made of Hessian. Ja, sorry. Is Stenwick really so miserly? Do you Clothes made of think Kimmy Hessian. here had an accomplice Is in his Stenwick escape? really so miserly? Was hast du gerade Yes, gesagt? Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Immer noch hier fehlt mir ein irgendwas. Ich habe überlegt, ob es irgendwas damit hinten zu tun haben könnte, wo die Wand so ein bisschen kaputt ist, aber offenbar reicht es nicht, offenbar hilft es nicht. Irgendein ganz kleines Detail. Die Schaufel ist es ja offenbar nicht, das dachte ich vielleicht zuerst noch. Oh, Moment, da hat gerade irgendwas... Ach, doch das. Ich dachte, ich komme da nicht hin mit der Kamera, weil da die ganze Zeit eine unsichtbare Wand mit der Kamerabewegung war. Ja, es ist jetzt schwierig beim Zuschauen nachzuvollziehen, aber die Kamera geht nicht weiter nach links. So, das war jetzt wirklich so im letzten Pixel, dass ich da überhaupt rangekommen bin. Das war jetzt gerade ein bisschen schwierig. Okay, ich habe schon mal ein paar Punkte. So, wir haben hier Monsieur, der sitzt. Aber ich kann noch nicht Next machen, weil ich offenbar noch nicht gefunden habe, was als nächstes passiert. Bedeutet das, dass ich mich hier nochmal weiter umschauen muss? Also, dass hier noch mehr ist, oder... Oder nicht? Klar, wir haben hier dann den nächsten Punkt. Dann haben wir da noch einen Punkt. Was ist hier noch in Blau? Ja, ein Kampf. Irgendeine Form von Kampf hat hier stattgefunden. Hier hat irgendjemand was gekocht oder ein Opium benutzt, genau. Aber ich kann mir hier auch keinen nächsten Schritt anschauen. Okay, hier kann ich einmal auf die Rückseite gehen. Vielleicht ist... Oh, da gibt es keine Rückseite. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Some clues won't be visible without it. Okay, ja, das habe ich schon verstanden. Was hat es denn hier mit auf sich? Mit den Tracks. Parallel Tracks. Wheels. Ja, halt hiervon, oder nicht? Ich verstehe diese Rätsel noch nicht 100%. Man muss auch sagen, da nimmt einem das Spiel gerade auch nicht wirklich an der Hand. Also... Irgendwie, also für diesen Detective Mode bräuchte ich ein Tutorial. Vielleicht gab es den Detective Mode schon in Chapter 1. Das kann ich natürlich nicht... Also dazu kann ich nichts sagen. Ich habe, wie gesagt, Chapter 1 nicht gespielt. Also wenn es da eine Erklärung, ein Tutorial gibt, finde ich, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass... Okay, aber ich habe ein paar Fragen an dich. Wie ist zum Beispiel mit dem Shack? Okay, das reicht offenbar noch nicht. Spyglass. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahere's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahere's? Yes, I had to give him something to clothe himself.
He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Okay. Where on earth are you going with this? Are you joking? Why would I know this? I thought you were meant to be intelligent. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. Und hat er I'll die need to borrow mitgenommen? them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Danke. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Okay. Gut, wenn Monsieur mir gar nicht irgendwie die Schlüssel geben will, dann könnte ich mir aber vorstellen, dass wir zumindest mal nicht auf die Rückseite gucken können, weil der Weg vorhin noch offen war und jetzt natürlich versperrt ist. Alles klar. Never minden wir dies. Okay. Dann kann ich jetzt vielleicht doch den Schlüssel nehmen, der da noch hing an dem blauen Dingens. Weil hier hing ja ein Schlüssel. Wenn mir das bei der Investigation helfen würde, wäre das ja klug, den zu nehmen. Okay, jetzt habe ich plötzlich da 3 Lichter. Moment, also. Previous. Wait, I'm confused. Okay. Was ist denn hier der nächste Schritt? Ah, ja, ja. Is this a Nee, das turnpike, interessiert a mich ja gar marrow nicht. Das interessiert mich. or something else? Okay, ist da deswegen... Ah ja, okay. Und dann wird er... Dann macht's... Peng oder sowas? Oder er wird da hingezogen? Okay. Ja, also da draußen ist jemand. Wird er da hingezogen? Was ist dann, wenn ich hier Next mache? Nee. Ja, doch, das klingt irgendwie suitable oder wie auch immer. Und was ist mit dir? Next. Ein Fremder, ja, auf jeden Fall halt nicht du selbst, ne? Mit dem Spyglass? Ne, das ergibt keinen Sinn. Wobei, doch, das ergibt Sinn. Okay. Was ist denn das hier? Was bedeutet das Auge? Fresh Parallel Tracks in the Garden. Okay. Muss ich jetzt nochmal kurz gucken bei How to Play. Pin this evidence und use concentration. Alright, dann machen wir das erstmal so. Mit den, Pin und use concentration. Ja, Schlüssel. Guck. Keyprint missing. Unusual form, bent to the left. Ja, den kann ich doch jetzt mitnehmen, oder? Oder kann ich den jetzt nicht mitnehmen? Okay, ich kann den nicht mitnehmen. Aber alright. Und dann hatten wir noch, ich komme mit der Steuerung noch nicht 100% klar, die Parallel Tracks hier, die mich vermutlich dahin führen. Moldy, broken, not used recently. Broken, ja. Okay, gut. Hier kann ich mir ausmalen, dass du das aufgeschlossen hast. Oder, dass jemand anderes das geknackt hat. Ne, das ja eben soll ja angeblich nicht sein, ne?
Okay, und dann haben wir hier noch den Broken Card. Use Concentration. Haben wir Parallel Tracks. Führt dahin. Aber wie hängt das mit der Geschichte zusammen? Holz, Pile of Logs, Fallen. Und direkt neben noch mehr Parallel Tracks. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Hier sehe ich jetzt gerade gar nichts. Was passiert, wenn ich hier so ein bisschen rumdrücke? Oh. Interesting. Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich eigentlich eher. Oh, und jetzt kann ich validaten. Dann würde ich das validaten. Achso, da wird alles gleichzeitig gevalidated. Okay, Moment. Das hier ist also noch falsch. Ja, hier wollte ich ja auch eigentlich das andere, das letzte hier nehmen. Das, genau. Und welches ist dann noch falsch? Ist das hier? Okay. Dann validate. Das müsste jetzt aber stimmen. Nee. Jetzt ist der hier falsch. Okay. Ja, dann muss es ja das sein eigentlich. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Cool. Jetzt fehlen uns nur noch 10 Punkte bis zum nächsten Unlock. Allerdings würde ich sagen, mit der Lösung dieses Rätsels parat begeben wir uns natürlich zurück zu unserem Auftraggeber. Doch ich würde sagen, das tun wir erst im nächsten Part. Ich finde, wir haben viel erreicht und man muss sich ja auch mal eine Pause gönnen nach so viel Rätselei. Und deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal in 4 Tagen sehen wir uns wieder zu Sherlock Holmes The Awakened Remake für die PlayStation 5. Bis dann, liebe Leute. Macht's gut.